Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Ich bin's, Danny, der Servicetechniker. In diesem Video möchte ich euch erklären, woran ihr erkennen könnt, ob ihr euren Kühlschrank noch reparieren könnt, wenn dieser nicht mehr anständig kühlt. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Zuerst solltet ihr prüfen, ob der Motor hinten an eurem Gerät überhaupt noch läuft. Sollte das der Fall sein und der Motor läuft hinten und er läuft ständig, also schaltet gar nicht mehr ab, ist es so, dass bei eurem Gerät dann meistens Kältemittel fehlt. Das ist leider mit haushaltsüblichen Mitteln oder mit den Mitteln und den Werkzeugen, die ihr zu Hause habt, nicht mehr zu reparieren, denn man müsste einen Systemeingriff machen, um die Stelle, wo das Kältemittel entwichen ist, herauszufinden. Dieses Leck müsste man schließen und im nächsten Arbeitsgang ein Vakuum im Kältekreislauf ziehen, um dann neues Kältemittel aufzufüllen. Also diese Reparatur ist leider nicht wirtschaftlich für eure Haushaltsgeräte und es lohnt sich dann leider Gottes, das Gerät nicht mehr zu reparieren. Habt ihr das Problem, dass zwar das Licht in eurem Kühlschrank noch leuchtet, aber keine Kühlung mehr erfolgt und der Motor gar nicht mehr läuft, liegt es vor allem bei den älteren Geräten am Thermostat. Das Thermostat ist hier auf der Seite dieser Regler, wo ihr die Temperatur einstellt. Der Thermostat besitzt ein Kapillarrohr, das ist meistens an der Rückwand angeschraubt. Hier ist es noch komplett angeschraubt bei diesem Gerät. Bei anderen Geräten wird es seitlich eingeschoben und sitzt dann hinten am Verdampfer, dort wo die Kälte erzeugt wird. Wenn dieses Thermostat defekt ist, wird der Motor nicht mehr zugeschalten und es lohnt sich in jedem Fall, diesen Thermostat auszuwechseln. Ein kurzes Video, wie ihr diesen Thermostat prüfen kann, verlinke ich euch mal noch oben unter dem i, dann könnt ihr schauen, ob bei euch wirklich der Thermostat defekt ist. Ein weiterer Punkt, weshalb euer Kühlgerät nicht anständig kühlen kann, ist die Tatsache, wenn ihr das im Winter in der Garage, im Garten oder wo auch immer stehen habt und die Temperatur zu niedrig ist. Dann ist natürlich die Abschalttemperatur des Thermostats schon erreicht und das Gerät würde den Motor nicht einschalten und es würde natürlich im Innenraum nicht anständig kühlen. Bei einem reinen Kühlschrank wird das wahrscheinlich nicht so auffallen. Habt ihr aber eine Kühl-Gefrier-Kombination, dann merkt ihr im Prinzip, dass der Kühlschrank zwar kühl genug ist durch diese kalte Umgebungstemperatur, aber euer Gefrierschrank wird letzten Endes immer zu warm werden und dann müsst ihr euch nicht wundern, dann ist es einfach der Fall, dass euer Kühlgerät generell zu kalt steht, da die Temperatur bei den meisten Geräten im Gefrierbereich nicht überwacht wird, sondern nur im Kühlbereich. Wenn ich euch mit diesem Video etwas helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt.